Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Nasküche, Wiener Chicken Dinner. Heute machen wir Kung Pao Chicken, also Kung Pao Huhn. Das Gericht findet man auf der Speisekarte, fast bei aller chinesischen Restaurants in Deutschland, zwar ganz oben. Das Originalrezept besteht hauptsächlich aus Hähnchenfleisch und Erdnüsse. Hier setze ich noch Paprika hinzu, weil ich Gemüse liebe. Na, dann los! Zuerst das Hähnchenfleisch in große Würfel schneiden, etwa 2 cm Kantenlänge. Dann das Hähnchenfleisch marinieren, ein Esslöffel Maggi, bisschen Pfeffer, ein Teelöffel Reiswein oder Sherry, etwas Eiweiß, gut vermischen, 2 Teelöffel Stärke, noch ein Teelöffel geröstetes Sesamöl hinzu, gut vermengen. 2 Lauchzwiebeln in der Mitte durchschneiden, beide Teile separat in grobe Stück schneiden. Drei Knoblauchzehen zerdrücken, schälen und grob schneiden. Mit den weißen Lauchzwiebelteilen zusammen beiseite stellen. Halbe grüne und halbe rote Paprika in grobe Stück schneiden. Eine Prise Salz dazugeben, 5 dicke Scheiben Ingwer schneiden, 5 Gramm Sichuanpfeffer hinzu, 5 getrocknete Chilischoten klein schneiden, die Kerne entfernen. Achtung, die Chilischote ist wahnsinnig scharf. Wer kein scharfes Essen mag, kann es komplett weglassen. 3 Esslöffel geröstete, ungesalzene Erdnüsse beiseite stellen. Jetzt die Bratensauce vorbereiten. 2 Teelöffel Stärke, 40 ml Wasser, gut vermengen. 1 Esslöffel dunkle Sojasauce, 1 Esslöffel Aceto Balsamico, 1 Esslöffel Maggi-Würze, 1 Esslöffel Zucker, halb Teelöffel Salz, gut verrühren. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne, das Hähnchenfleisch braten, bis es durchgegart ist. Dann aus der Pfanne. Wieder ein Schuss Öl in die heiße Pfanne, Ingwerscheiben und Sichuanpfeffer frittieren. Die Aromen werden auf das Öl übertragen. Dann die beiden rausholen. Chilischote in die Pfanne rein, bis dunkelbraun braten. Knoblauch und die weißen Lauchzwiebelteile anschwitzen. Paprikastücke in die Pfanne geben und rühren, ca. 30 Sekunden anbraten. Gebratenes Hähnchenfleisch noch dazu, rühren, die Pfanne schwenken, mit der Bratensauce ablöschen, schnell wenden, die Soße wird sämig. Zum Schluss die grünen Lauchzwiebelteile und Erdnüsse unterrühren. Nochmal wenden.
Kung Pao Huan mit einer Schale Reis als Beilage zusammen zu servieren ist super lecker. Der salzig-süße, scharfe Geschmack ist sensationell. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Am liebsten noch selbst kochen. Dann sagen wir zum Schluss bis bald!